einige Leute, die vergleichen die Gewalt in der Bibel mit der Gewalt im Koran. Und sie sagen dann, dass Christen sich doch an die ganze Bibel halten sollten. Was ist zum Beispiel mit den Kriegen im Alten Testament oder mit den Kämpfen und den Geschichten von Jesus? Und was ist mit der Offenbarung im Neuen Testament und den Kriegen dort? Und Christen glauben ja auch, dass Jesus irgendwie überall dabei war. Warum folgen sie nicht zum Beispiel dem Jesus aus dem Alten Testament und fangen an zu kämpfen? So was Ähnliches sagt zum Beispiel der Muslim namens Pierre Vogel. Hat er recht? Stimmt das, was er sagt? Und stimmt das überhaupt mit der Gewalt in der Bibel? Was stimmt ist, dass zu der Zeit des Alten Testaments viele harte Kriege geführt wurden, von denen Gott manche befohlen hat. Für uns Christen gilt trotz aller Kriegsgeschichten das Gebot, seinen Feind zu lieben und ihn nicht zu bekämpfen. Aber was ist mit dem 2. Timotheusbrief oder Matthäus 5? Da steht doch ganz klar, dass alle Gebote gelten, also auch die aus dem Alten Testament. Steht da nicht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren? Also sollten Christen auch die Kriegstexte lehren und leben. Die ganze Schrift kann uns lehren, aber nur so, wie Christus sie gelehrt und gelebt hat. Er hat uns gezeigt, wie die Gebote eigentlich verstanden werden sollen. Das ist ein großes Thema, aber ich gebe dir ein Beispiel. Einmal redet er über ein Gebot im Alten Testament und sagt: Nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich. Aber hier geht es doch um die Ehe und die Ehescheidung. Was hat das mit den Kriegen zu tun? Das stimmt, doch für uns ist interessant, wie er hier mit einem Text aus dem Alten Testament umgeht. Bei Moses wurde hier auf die Schwäche des Menschen eingegangen. Und Jesus dagegen stellt mit Vollmacht klar, was sich Gott ursprünglich für uns gedacht hat. Und deshalb schauen wir Christen auf Jesus, der das Gesetz gelehrt hat, der unser Vorbild ist. Ja, das mit Jesus und seinem Vorbild habe ich jetzt verstanden. Das gilt ja für das Neue Testament und danach. Aber die Gewalt im Alten Testament bleibt. Was ist mit all den Frauen und Kindern und sogar Babys, die getötet wurden? Okay, ich probiere dir darauf zu antworten. Zum einen kann man sagen, Gott offenbart oder er zeigt sich uns im Kontext. Das heißt, er nutzt die Realität, in der die Leute leben, und schon früh sah er, für welch ein gewalttätiges Leben sich die Menschen entschieden haben. Damit war er nicht glücklich. In Genesis lesen wir, die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen. Die Menschen handelten böse. Wir können uns natürlich auch gar nicht voll und ganz in die Leute früher hineinversetzen. Höre dir zum Beispiel an, was Gott durch den Propheten Jeremia sagt. Sie haben Kultstätten errichtet für den Baal, um dort ihre Kinder als Opfer zu verbrennen. So etwas habe ich nie geboten und auch nie angeordnet. Es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen, so etwas je zu fordern. Das hat Gott anscheinend nicht gefallen. Und vieles, was Menschen in der Bibel tun, gefällt Gott auch nicht. Aber du siehst, es war eine krasse Zeit. Er hat oft Geduld gezeigt. Doch es gab auch Zeiten, in denen es ein Gericht gab, also eine Strafe. Und diese Strafe gab es manchmal nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für eine gesamte Gruppe. Trotz allem will er etwas Besseres für uns. Er will uns durch die Geschichte hindurch zu Jesus führen. Aber irgendwie hört sich das komisch an. Ja, ich kann dich verstehen. Doch sei dir im Klaren, auch wenn bei uns nicht viel darüber geredet wird, in der Bibel wird Gott auch als Richter beschrieben. Ein Richter kümmert sich von seiner Natur aus um Gerechtigkeit. Und das ist ja erst einmal etwas Gutes. Im Alten Testament sieht das dann so aus, dass Gott Israel gegen andere Völker gebraucht hat, die vieles tun, was ihm nicht gefällt. Aber auch wenn Israel Mist gebaut hat, hat Gott mal die Assyrer oder die Babylonier benutzt, um die Israeliten zu bekämpfen und zu bestrafen. Ja, aber was ist mit dem Neuen Testament, wo im Buch der Offenbarung das Ende der Welt beschrieben wird? Ja, die Bibel redet auch von einem Ende der Welt, von einem Gericht am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt. In dem Buch der Offenbarung wird mit vielen Bildern teilweise sowas wie die Hölle auf Erden beschrieben. Eine Zeit, in der sich jeder Mensch am Ende vor Gott verantworten muss, wegen seines Lebens. Genau davon redet Jesus auch oft.
Zum Beispiel in Lukas 19, 27, wo es einen König gibt, der am Ende seine Feinde vor seinen Augen umbringen lässt. Oder in Matthäus 13 sind manche Menschen Unkraut, das verbrannt wird. Oder in Matthäus 25 sind einige Leute Ziegenböcke, die am Ende ins Feuer geworfen werden. Man muss unterscheiden zwischen dem, was Jesus wörtlich verstanden haben will und was nicht. Jesus erklärt oft mit vereinfachten Bildern. Und besonders, wenn ein paar Verse vorher da steht, dass er ein vereinfachtes Bild benutzt hat. Um etwas zu erklären, also ein Gleichnis, sollten wir vorsichtig sein, alles 1:1 zu übertragen. Kein Mensch wird in Unkraut oder in einen Ziegenbock verwandelt. Und da sind noch viele andere Einzelheiten in den Geschichten, von denen Jesus gar nicht vorhatte, dass sie so auf uns übertragen werden. Eins aber wird durchweg klar. Es gibt am Ende ein Gericht, in dem Gutes belohnt und Böses bestraft wird. Wie soll ich dir das erklären? Stell dir mal vor, so Leute wie Hitler würden nicht mehr Gottes Gericht sehen, keine Strafe mehr bekommen. Das geht nicht. Dann hätten sie doch gewonnen. Ich glaube, es ist gut, dass Gott Richter ist und jeder einmal vor ihm stehen wird. Und ich denke, wir können ihm auch hier vertrauen, dass er das besser hinkriegt als irgendein Mensch. Gott als Richter? Stimmt schon, das höre ich viel seltener, aber irgendwie... Also, ich kann auch nicht alles erklären. Aber was mich tröstet, und vielleicht hilft es dir ja auch, im Alten Testament hat Gott bessere Zeiten versprochen. Er sagt, dass es eine Zeit geben wird, in der werden sie ihre Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr ein anderes Volk angreifen und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt. Jeder wird ungestört in seinem Weinberg unter seinem Feigenbaum sitzen, denn es wird nichts mehr geben, wovor er Angst haben muss. Das habe ich, der Herr, der Allmächtige, verheißen. Gott hat uns schon im Alten Testament so viel versprochen, doch das meiste davon ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Menschen, die ihm nachfolgen, also Christen, vertrauen der Bibel, aber so wie er es vorgelebt und gelehrt hat. Wenn du weitere Fragen hast zu dem Unterschied zwischen Jesus und Mohammed oder zu dem Unterschied zwischen den frühen und den späten Surren im Koran oder wenn du mehr über die Gewalt im Alten Testament wissen willst, dann schau dir eines von diesen Videos an.